Stellt euch einmal Folgendes vor. Ihr habt einen Youngtimer in der Garage stehen, der Motor ist ausgebaut, einige Teile fehlen und der TÜV ist natürlich längst abgelaufen. Für euch ist das ein Restaurierungsobjekt. Für eine Behörde könnte sich irgendwann aber eine ganz andere Frage stellen. Ist das überhaupt noch ein Fahrzeug oder ist es rechtlich bereits Abfall? Und könnte am Ende jemand entscheiden, dass dieses Auto verschrottet werden muss? Genau darüber wird im Zusammenhang mit der neuen EU-Verordnung 2026/1738 aktuell heftig diskutiert. In sozialen Netzwerken liest man bereits Schlagzeilen wie die EU will alte Autos zwangsverschrotten oder wer sein Auto nicht reparieren kann, verliert es. Aber stimmt das wirklich? Was bedeutet diese Verordnung tatsächlich für ein Oldtimer, Youngtimer, Restaurierungsobjekt oder Unfallfahrzeuge? Und ist das Ganze überhaupt schon geltendes Recht? Genau das schauen wir uns heute einmal ganz nüchtern an. Herzlich willkommen bei Svens Garage. Bevor wir anfangen, ist euch vielleicht aufgefallen, dass sich hier im Hintergrund etwas verändert hat. An der Rückwand hängt jetzt ein rot leuchtender Svens Garage Schriftzug. Ich finde, der macht sich hier im Studio richtig gut und bringt ein bisschen mehr Wiedererkennungswert in das Ganze. Außerdem habe ich einen interessanten Fund gemacht. Und zwar ein Fahrzeugquartett der HWA AG. Darin sind 32 Fahrzeuge enthalten, die die HWA gebaut hat und entschieden mitentwickelt hat. Da sind wirklich einige sehr interessante und teilweise auch ziemlich außergewöhnliche Fahrzeuge dabei. Falls euch das interessiert, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ich zu diesem Quartett einmal ein gesondertes Video machen soll. Jetzt aber zu unserem eigentlichen Thema. Ist die Verordnung schon geltendes Recht? Hier müssen wir zunächst einen wichtigen Punkt klarstellen. Die EU-Verordnung 2026/1738 wurde bereits beschlossen und am 24. Juli 2026 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Stand heute, am 2. August, ist sie aber noch nicht in Kraft. Sie tritt am 13. August 2026 formell in Kraft. Das bedeutet allerdings nicht, dass ab diesem Tag sofort sämtliche neuen Vorschriften für Fahrzeughalter angewendet werden. Die meisten relevanten Regeln gelten erst ab dem 1. September 2028. Weitere Vorschriften werden sogar noch später wirksam. Wir müssen deshalb zwischen zwei Dingen unterscheiden: dem Inkrafttreten einer Verordnung und ihrer tatsächlichen Anwendung. Ab dem 13. August 2026 ist sie formell Teil des europäischen Rechts. Viele der praktischen Regeln für Fahrzeughalter, Händler, Hersteller und Verwerter greifen aber erst deutlich später. Das ist wichtig, weil man momentan schnell den Eindruck bekommen kann, ab sofort würden alle alten Fahrzeuge nach völlig neuen Regeln kontrolliert. So ist es nicht. Worum geht es bei der Verordnung? Offiziell geht es um die Kreislauffähigkeit von Fahrzeugen und den Umgang mit sogenannten Altfahrzeugen. Das klingt zunächst einmal sehr technisch. Vereinfacht gesagt, betrachtet die Europäische Union künftig den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs. Also, wie wird ein Auto gebaut? Wie kann es repariert werden? Welche Teile lassen sich später wiederverwenden? Und was passiert am Ende seines Lebens mit dem Fahrzeug? Neue Autos sollen künftig so konstruiert werden, dass bestimmte Bauteile leichter ausgebaut, ersetzt, aufgearbeitet und recycelt werden können. Außerdem sollen bei der Herstellung mehr recycelte Materialien verwendet werden. Der Gedanke dahinter ist zunächst einmal nachvollziehbar. Wenn weniger Rohstoffverbrauch, weniger Abfall und mehr Wiederverwendung. Das Thema, das Oldtimer- und Youngtimer-Besitzer aber besonders beschäftigt, ist ein anderes.
Wann ist ein altes oder beschädigtes Auto noch ein Gebrauchtfahrzeug? Und wann gilt es rechtlich bereits als Altfahrzeug und damit als Abfall? Was ist rechtlich ein Altfahrzeug? Im normalen Sprachgebrauch ist ein Altfahrzeug einfach ein älteres Auto. Ein Mercedes W124, ein Golf 2, ein BMW E36 könnte umgangssprachlich als Altfahrzeug bezeichnet werden. Rechtlich ist damit aber etwas völlig anderes gemeint. Ein Altfahrzeug im Sinne der Verordnung ist ein Fahrzeug, das zu Abfall geworden ist. Und genau diese Einstufung ist entscheidend. Ein normales Gebrauchtfahrzeug darf verkauft, repariert, restauriert und weitergegeben werden. Ein Fahrzeug, das rechtlich als Abfall gilt, unterliegt dagegen den Vorschriften der Entsorgung und Verwertung. Die Verordnung nennt verschiedene Fälle, in denen ein Fahrzeug relativ eindeutig als Altfahrzeug eingestuft werden kann. Zum Beispiel dann, wenn ein vollständig ausgebranntes Fahrzeug oder eine Karosserie in Teile geschnitten bereits wurde, wenn es so stark beschädigt ist, dass eine technische Reparatur nicht mehr möglich ist. Oder wenn wesentliche Bestandteile fehlen und nicht mehr glaubhaft erkennbar ist, dass das Fahrzeug wieder aufgebaut werden soll. Das bedeutet aber, dass jedes zerlegte Restaurationsobjekt automatisch zu Abfall wird. Auch ein Motorschaden, ein abgelaufener TÜV oder ein ausgebauter Motor machen aus einem Fahrzeug nicht sofort ein Altfahrzeug. Gerade an dieser Stelle wird in manchen Schlagzeilen deutlich übertrieben. Wer entscheidet, ob ein Auto noch reparierbar ist? Bei eindeutigen Fällen dürfte die Entscheidung relativ einfach sein. Ein komplett ausgebranntes Wrack ohne brauchbare Fahrzeugstruktur wird vermutlich niemand ernsthaft als normales Gebrauchtfahrzeug ansehen. Schwieriger wird es bei Fahrzeugen, die technisch repariert werden können, bei denen sich die Reparatur wirtschaftlich aber nicht mehr rechnet. Nehmen wir einen älteren Youngtimer. Der Marktwert liegt vielleicht bei 4.000 Euro. Eine fachgerechte Reparatur würde 8.000 oder 10.000 Euro kosten. Betriebswirtschaftlich ist es vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Für einen Liebhaber kann die Reparatur trotzdem sinnvoll sein. Vielleicht war es sein erstes Auto, vielleicht hängt eine Familiengeschichte daran, vielleicht handelt es sich um eine seltene Ausführung. Oder der Besitzer kann viele Arbeiten selbst erledigen und benötigt deshalb deutlich weniger Geld, als eine Werkstatt berechnen würde. Deshalb ist ein wirtschaftlicher Totalschaden nicht automatisch das gleiche wie ein technisch irreparables Fahrzeug. Der Besitzer soll grundsätzlich weiterhin die Möglichkeit haben, sich bewusst für eine Reparatur zu entscheiden. Problematisch wird es eher dann, wenn ein Fahrzeug offensichtlich aufgegeben wurde, jahrelang verfällt, ausgeschlachtet wird oder nur noch als Deckmantel für den Handel mit Fahrzeugabfällen dient. Was bedeutet das für Oldtimer? Für die Oldtimer-Szene gibt es zunächst eine wichtige Entwarnung. Fahrzeuge, die von historischem Interesse sind, grundsätzlich von wesentlichen Teilen der Verordnung ausgenommen. Damit soll verhindert werden, dass historische Fahrzeuge und ihre Ersatzteile durch allgemeine Abfallvorschriften gefährdet werden. Allerdings ist nicht automatisch jedes alte Fahrzeug ein offiziell anerkanntes historisches Fahrzeug. Nach der europäischen Definition geht es grundsätzlich um Fahrzeuge, die mindestens 30 Jahre alt sind, deren Typ nicht mehr hergestellt wird und die sich in einem historisch angemessenen Zustand befinden. In Deutschland dürfte eine Begutachtung nach § 23 und ein vorhandenes H-Kennzeichen ein sehr starkes Indiz für diesen historischen Status sein. Das bedeutet, ein gepflegter W123 mit H-Kennzeichen, ein historischer Porsche oder ein sauber dokumentierter Vorkriegswagen muss nicht plötzlich um seine Existenz fürchten.
Die Behauptung, dass die EU künftig gepflegte Oldtimer beschlagnahmen und verschrotten lassen möchte, lässt sich daraus nicht ableiten. Was bedeutet das für Youngtimer? Interessant wird es bei den Youngtimern. Viele Fahrzeuge aus den späten 1990ern oder frühen 2000ern werden heute bereits von Liebhabern gesammelt. Sie sind aber häufig noch keine 30 Jahre alt und besitzen daher noch keinen anerkannten Oldtimer-Status. Denken wir zum Beispiel an einen BMW E46, an einen Mercedes SLK R170, an einen Audi TT der ersten Generation oder einen Porsche Boxster 986. Für viele von uns sind das bereits zukünftige Klassiker. Rechtlich sind es momentan aber noch normale Gebrauchtfahrzeuge. Steht ein solches vollständig trocken und nachvollziehbar dokumentiert in einer Garage, dürfte es normalerweise keine Probleme geben. Anders kann es aussehen, wenn die Fahrzeuge seit Jahren im Freien stehen, wenn große Teile fehlen, wenn die Betriebsflüssigkeit ausgetreten sind, wenn die Fahrgestellnummer nicht mehr lesbar ist und wenn keinerlei Anzeichen für eine geplante Reparatur oder Restaurierung vorhanden sind. Dann könnte sich irgendwann tatsächlich die Frage stellen, ob es sich noch um ein Fahrzeugobjekt oder bereits um unsachgemäß gelagerten Fahrzeugabfall handelt. Gerade für Youngtimer-Besitzer könnte deshalb ein Thema immer wichtiger werden: eine vernünftige Dokumentation. Restaurierungsobjekte dokumentieren. Wer ein Auto restauriert, sollte möglichst nachweisen können, dass es sich tatsächlich um ein Restaurationsobjekt handelt. Dazu gehören vollständige Fahrzeugpapiere, die Fahrgestellnummer sollte eindeutig lesbar sein, auch Kaufverträge, Ersatzteilrechnungen und Fotos vom Verlauf der Arbeiten könnten hilfreich sein. Bei einem umfangreichen Projekt kann außerdem ein Gutachten oder zumindest eine einfache schriftliche Dokumentation sinnvoll sein. Besonders vorsichtig sollte man bei Fahrzeugen sein, die nur noch aus einer Rohkarosserie und mehreren Kisten mit Einzelteilen bestehen. Für einen erfahrenen Schrauber ist sofort klar, das ist ein Restaurationsobjekt. Für einen Außenstehenden kann es aber schnell eine Ansammlung von Schrottteilen aussehen. Deshalb sollte zunächst nachvollziehbar sein, welche Teile zum welchem Fahrzeug gehören und dass sie tatsächlich einen Wiederaufbau vorgesehen sind. Das bedeutet nicht, dass jetzt jeder Hobbyschrauber einen riesigen bürokratischen Restaurationsordner anlegen muss. Einige Fotos, Rechnungen und Fahrzeugunterlagen können im Zweifel aber schon sehr hilfreich sein. Verkauf und Onlinehandel. Ein weiterer wichtiger Bereich ist der Verkauf gebrauchter Fahrzeuge. Vor allem gewerbliche Verkäufer sollen künftig deutlich nachweisen können, dass ein angebotenes Fahrzeug kein Altfahrzeug ist. Das betrifft Händler, Auktionshäuser und andere gewerbliche Anbieter. Eine gültige Hauptuntersuchung kann dabei als Nachweis dienen. Bei Fahrzeugen ohne gültige Hauptuntersuchung könnte eine zusätzliche technische Bewertung notwendig werden. Auch der reine Onlinehandel soll stärker kontrolliert werden. Damit möchte die EU vor allem verhindern, dass nicht mehr reparierbare Unfallfahrzeuge als angebliche Gebrauchtwagen ins Ausland verkauft werden. Für den normalen privaten Verkauf eines fahrbereiten Autos mit Besichtigung, Kaufvertrag und persönlicher Übergabe dürfte sich dagegen zunächst vergleichsweise wenig ändern. Genauer hinsehen muss man bei schweren Unfallwagen, wirtschaftlichen Totalschäden und Fahrzeugen ohne Papiere. Auch Formulierungen wie nur für Export, ohne Schlüssel, ohne Fahrzeugbrief oder Fahrzeug nicht vollständig könnten künftig schneller Fragen nach dem tatsächlichen Fahrzeugstatus auslösen. Was bedeutet die Verordnung für neue Autos? Ein großer Teil der Verordnung richtet sich nicht an Oldtimer-Besitzer, sondern an Fahrzeughersteller. Neue Fahrzeuge sollen künftig so konstruiert sein,
dass wichtige Bauteile leichter ausgebaut werden können. Dazu gehören zum Beispiel Hochvoltbatterien und elektrische Antriebsmotoren. Hersteller sollen den Ausbau oder Austausch bestimmter Komponenten auch nicht unnötig durch Software blockieren. Zusätzlich werden schrittweise Vorgaben für den Einsatz recycelter Kunststoffe eingeführt. Langfristig sollen Materialien aus alten Fahrzeugen wieder stärker in neue Autos verwendet werden. Der Grundgedanke ist sinnvoll. Die spannende Frage aber, wie das in der Praxis umgesetzt wird. Mehr Vorschriften und zusätzliche Dokumentationspflicht können nämlich auch neue Kosten verursachen. Ob neue Fahrzeuge dadurch wirklich leichter und günstiger werden oder leichter und günstiger sich reparieren lassen, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Wir müssen schauen, was die Zukunft bringt. Meine Einschätzung ist, für Besitzer gepflegter, zugelassener und dokumentierter Oldtimer besteht kein Grund zur Panik. Auch ein ordentlich gelagertes Restaurationsobjekt wird nicht automatisch zum Abfall, nur weil der Motor ausgebaut ist oder das Auto momentan kein TÜV hat. Die Verordnung richtet sich vor allem gegen illegale Entsorgung, dubiose Exporte und Fahrzeuge, die auf dem Papier noch als Gebrauchtwagen bezeichnet werden. Trotzdem sehe ich einen kritischen Punkt. Die Grenze zwischen einem rettbaren Liebhaberfahrzeug und einem Altfahrzeug kann im Einzelfall schwer zu ziehen sein. Was für den einen nur noch ein wertloses Wrack ist, kann für einen anderen ein seltenes und erhaltenswertes Restaurationsobjekt sein. Gerade bei Youngtimern mit niedrigem Marktwert könnte eine wirtschaftliche Bewertung problematisch werden. Viele Fahrzeuge, die heute als wertvolle Klassiker gelten, wären vermutlich nicht mehr auf der Straße, wenn ihre Besitzer damals ausschließlich auf den Marktwert und die Reparaturkosten geschaut hätten. Eine Restaurierung ist eben nicht immer wirtschaftlich. Sie kann emotional, historisch und kulturell trotzdem sinnvoll sein. Entscheidend wird deshalb sein, wie Behörden, Prüforganisationen, Versicherungen und Gerichte die Verordnung später tatsächlich anwenden. Denn eine Verordnung kann auf dem Papier vernünftig formuliert sein. Wenn sie im Alltag bedeutende Entscheidungen sich häufen und die praktische Umsetzung schwierig wird, schaut es anders aus. Fassen wir das Ganze zusammen. Die EU-Verordnung 2026/1738 ist bereits beschlossen und veröffentlicht. Sie tritt am 13. August in Kraft. Die meisten für Fahrzeughalter relevanten Vorschriften gelten ab dem 1. September 2028. Nein, sie bedeutet nicht, dass jedes alte und defekte Auto zwangsverschrottet wird. Anerkannte historische Fahrzeuge genießen einen besonderen Schutz. Normale Reparaturen und Restaurierungen bleiben weiterhin möglich. Strenger wird es vor allem bei gewerblichem Handel, beim Export und bei der Einstufung schwer beschädigter und offensichtlich aufgegebener Fahrzeuge. Für Oldtimer und Youngtimer-Besitzer lautet meine Empfehlung deshalb: bewahrt die Fahrzeugpapiere gut auf, dokumentiert größere Restaurierungen, hebt Rechnungen und Fotos auf, achtet darauf, dass die Fahrgestellnummer lesbar bleibt und lasst ein wertvolles Projekt nicht jahrelang ungeschützt im Freien stehen. Denn möglicherweise wird künftig nicht nur wichtig sein, was aus einem Fahrzeug irgendwann werden soll. Man muss im Zweifel auch glaubhaft zeigen können, dass es sich tatsächlich noch um ein Fahrzeugprojekt handelt. Jetzt interessiert mich eure Meinung. Ist diese Verordnung ein sinnvoller Schritt gegen illegale Entsorgung und dubiose Fahrzeugexporte oder schafft die Europäische Union damit erneut zu viel Bürokratie und Unsicherheit für Schrauber, Sammler und kleine Händler? Und habt ihr selbst ein Restaurationsobjekt in der Garage stehen, das für einen Außenstehenden vielleicht eher
nach Schrott als nach einem zukünftigen Klassiker aussieht. Außerdem würde mich interessieren, soll ich das HWA-Fahrzeugquartett einmal genauer vorstellen und daraus ein eigenes Video machen? Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Bleibt schön rostfrei. Bis zum nächsten Mal. Euer Sven.